Heute bei Zeitgenossen Online Sarah Wagenknecht. Die ehemalige Fraktionsvorsitzende der Linken ist seit kurzem nun auch unter die YouTuberinnen gegangen. In ihrem Format Bessere Zeiten Wagenknechts Wochenschau kommentiert die Politikerin das aktuelle Zeitgeschehen. Heute kommentiert sie bei uns, warum die Regierung ihrer Meinung nach in Sachen Corona mit zweierlei Maß misst, ob Black Lives Matter das Zeug zur Kulturrevolution hat, welches politische Verhalten sie in diesem Zusammenhang als heuchlerisch erachtet und ob die Corona-App den Einstieg in den Sicherheitsstaat bedeutet. All das jetzt. So, hallo und herzlich willkommen bei Zeitgenossen Online. Hallo, Frau Wagenknecht, guten Tag. Hallo, ich grüße Sie. Ja, Frau Wagenknecht, die Maske bleibt, das Veranstaltungsverbot ist jetzt bis Ende Oktober verlängert worden. Sind das richtige Entscheidungen? Also da wir leider diese Pandemie ja nicht hinter uns haben, glaube ich, gibt es keine andere Möglichkeit, als auch bestimmte Vorsichtsmaßnahmen aufrechtzuerhalten. Also wir haben ja jetzt viel gelockert und in vielen Bereichen, also da, wo auch zum Beispiel Gastronomie, wo es ja auch großen Druck gab, machen wir das jetzt, aber in anderen, glaube ich, geht es nicht anders. Wobei ich sage, wir müssen mehr dafür tun, dass die Menschen, die davon gelebt haben, dass sie auf Veranstaltungen auftreten, also Freiberufler, ob das Sänger sind, Kabarettisten sind, Schauspieler sind, dass die abgesichert sind. Die bekommen zurzeit nichts. Freiberufler bekommen nichts und werden auf Hartz IV verwiesen und das ist ein Skandal. Mhm. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Das liegt daran, wer die starken Lobbys in Berlin hat und wer keine Lobby hat. Also es gibt natürlich große Unternehmen, die ganze Verbände organisieren können, die hier den Abgeordneten die Büros einlaufen. Und dann mal die normalen Selbstständigen und vor allen Dingen eben auch Solo-Selbstständige, Freiberufler, ja, da gibt es kaum Verbände, die sich dafür einsetzen. Da ist keine Lobbymacht, da ist auch kein Geld dahinter. Die können keine Parteien finanzieren. Das sind ja auch Parteispenden von Unternehmen, die oft eine Rolle spielen. Und das ist wirklich eine Tragik. Also wir werden das weiter auch im Bundestag auf die Tagesordnung setzen, weil ich finde, es kann nicht sein, dass so viele Menschen in diesem Land, die nichts dafür können, also ich meine, die haben Corona nicht herbeigeführt, die haben für den Lockdown, tragen die keine Schuld, dass denen das ganze Einkommen wegbricht und man schaut zu. Ja, die Maßnahmen sind verlängert worden. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Aktuell werden knapp 4.800 Fälle in Deutschland gemeldet, also Menschen, die nachweislich aktuell mit dem Virus infiziert sind. Das entspricht jetzt mal gemessen an der Bevölkerung, ist das ungefähr ein Prozentsatz, eine Infektionsrate von 0,006%. Aus wie viele Landkreise waren es? 156 Landkreise gab es in den letzten 7 Tagen keine Meldung über Neuerkrankungen. Gestern sagte Angela Merkel, ich habe es in einem Nebensatz gelesen, ich glaube bei Zeit Online war es, dass die Infektionsherde jetzt nachvollzogen werden konnten. Ich erinnere mich an einen Moment im Verlauf der Pandemie zu Beginn. Da wurde gesagt, wenn wir an den Start zurückkommen könnten, wo Infektionsketten nachvollzogen werden könnten, dann seien wir über den Berg, dann könnte man über die Rückkehr zur Normalität wieder nachdenken. Ich habe gesehen, dass die FDP-Fraktion jetzt einen Antrag in den Bundestag einbringen möchte oder eingebracht hat und da sieht, dass der Bundestag mittlerweile dazu verpflichtet sei, die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite aufzuheben, weil seine Voraussetzungen schlichtweg nicht mehr erfüllt seien. Was halten Sie denn davon, von dem Vorstoß? Also wir haben jetzt eine andere Situation als im März. Das ist keine Frage. Also die Epidemie ist stark eingedämmt, aber sie ist nicht weg. Und wir sehen ja zum Beispiel an den Schlachthöfen, also da, wo die Bedingungen katastrophal sind, also dort eben auch Sammelunterkünfte, Menschen auf engstem Raum, kann plötzlich ein enormer Ausbruch sein. Also so wie bei Tönnies mit 600 Infektionen, das ist ja enorm. Also das ist ja nicht etwas, was man so einfach abhaken kann. Und wir müssen natürlich aufpassen, dass es nicht wieder eskaliert. Also deswegen finde ich, in vielen Bereichen hat man ja jetzt gelockert und das ist ja auch richtig, das war ja auch überfällig. Also wir konnten jetzt nicht diesen Lockdown aufrechterhalten, da wäre ja wirklich das gesamte gesellschaftliche Leben zum Erliegen gekommen und das kann man auch niemandem erklären. Aber dass man gewisse Vorsichtsmaßnahmen aufrechterhält, dass man Großveranstaltungen jetzt nicht macht. Eine Großveranstaltung ist ja auch so wie ein enges Miteinanderarbeiten. Da kommen die Leute ja in unmittelbaren Kontakt. Ich glaube, das sollte man machen, gerade wenn man nicht möchte, dass es nochmal so eskaliert, dass nachher vielleicht wirklich das gesellschaftliche Leben insgesamt nochmal beeinträchtigt wird. Ja, Sie sagen gerade, wenn man sowas nicht nochmal erleben möchte.
wir haben ja jetzt monatelang, haben wir das öffentliche Leben praktisch lahmgelegt, Schulen wurden geschlossen, Millionen Menschen wurden in Kurzarbeit geschickt. Wir haben die Wirtschaft in erheblichem Maße heruntergefahren. Wir haben nachhaltige Schäden an dieser, haben wir billigend in Kauf genommen. Und das alles zum Schutze der Gesundheit, vor allen Dingen zum Schutze der Alten. Und das wurde monatelang propagiert. Stay at home war das Motto zu der Zeit. Und wer das angezweifelt hatte, der galt schnell als unsolidarisch oder als Spinner. Jetzt haben wir einige Wochen später, obwohl wir ja laut Merkel immer noch am Anfang der Pandemie stehen, sehen wir, dass im Rahmen von der Black Lives Matter-Bewegung in den vergangenen Tagen und Wochen Zehntausende allein in Deutschland auf den Straßen demonstrierten, oftmals ohne Mund-Nasenschutz, oftmals ohne den entsprechenden Sicherheitsabstand einzuhalten. Also auf der einen Seite sind Großveranstaltungen bis Oktober oder Ende Oktober verboten, auf der anderen Seite werden Großdemonstrationen geduldet. Wie passt das zusammen? Na, ich finde, es passt nicht zusammen. Also wenn, muss man einheitliche Maßstäbe anlegen, egal ob man das Anliegen einer Demonstration teilt oder nicht. Und es war, glaube ich, sehr unterschiedlich. Es gab schon Demonstrationen und Kundgebungen, wo die entsprechenden Abstandsgebote eingehalten wurden. Da haben die Leute auch entsprechend auseinandergestanden, haben auch teilweise oder großenteils Mundschutz getragen. Aber es war eben nicht überall so und ich finde, man muss schon gucken, dass es gleichwertig ist. Also es kann nicht sein, das ist nämlich auch in dem Grundgesetz nicht vereinbart, dass Demonstrationen, deren Anliegen man nicht teilt, irgendwie verboten werden und Demonstrationen, deren Anliegen man teilt, plötzlich also ohne jede Rücksichtnahme stattfinden können, weil das ist einfach, das ist nicht die Gesellschaft, die wir mit dem Grundgesetz vorgesehen haben. Da hat jeder das Recht zu demonstrieren und wir haben Meinungsfreiheit. Also das muss man schon sagen, das muss eingehalten werden. Man muss ja auch gucken in unterschiedlichen Bereichen. Also ich sehe schon, dass es sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Also ich bin zum Beispiel nach Berlin geflogen, weil ich ja aus dem Saarland komme und ich war in einem vollbesetzten Flieger. Und also Abstandsgebot 1,5 Meter konnte man vergessen. Das war also dicht belegt. Und offensichtlich ist das gesetzlich nicht anders vorgesehen, weil sonst wäre es ja illegal. Also das finde ich dann, wie soll man das dann einem Gastwirt, einem Restaurantbesitzer erklären, der nur noch wenige Gäste jetzt bewirten darf, damit ja die Tische weit auseinander stehen und im Flieger ist es ganz anders. Also da kann man mir auch 10-mal erzählen, dass da die Luft so toll zirkuliert. Also wenn die Leute dicht bei dicht sitzen, dann ist da immer eine Gefahr. Also man muss es schon gleich handhaben, das sehe ich genauso. Ja, Sie sprechen da ja gerade auch nochmal diese, wie nannten die sich, die Hygienedemonstration, glaube ich, wurden sie genannt, sprachen Sie da an, weil zuvor hat man uns erzählt, dass wer demonstrieren geht, ist ein Covidiot, ist ein Wirrkopf. Das war so das Narrativ noch vor ein paar Wochen. Das Ganze ist jetzt aufgeweicht worden. Sind diese, oder ich frage mal anders, offenbart die Verhalten oder besser gesagt eigentlich fast schon die ausbleibende Reaktion der Regierung auf diese Proteste nicht eigentlich ein Stück weit auch, wie der Bedrohungsgrad von dem Virus aktuell intern in Regierungskreisen eingeschätzt wird? Also ich meine, wenn man die Pandemie ernst nehme... Zumindest verstehe ich, dass einige jetzt sagen, ja, guck mal, die erzählen uns immer, das sei gefährlich, aber da, wo eine Demo ist, womit sie sympathisieren, da ist es dann nicht mehr. Ich glaube aber nicht. Also ich glaube schon, ich meine, der Bedrohungsgrad misst sich ja daran, was wir weltweit sehen. Und es sterben ja weltweit immer noch sehr, sehr viele Menschen. Also in Brasilien ist es zurzeit dramatisch. Nun kann man sagen, klar, Brasilien hat ja auch eine andere Situation, ein anderes Gesundheitssystem. Die Leute sind arm, es sind vor allem Arme, die sterben. Aber wir haben auch in Italien, wir haben in Großbritannien, wir haben in den USA also sehr, sehr viele Tote gesehen und es gibt immer noch welche. Also ich bin nicht jemand, der meint oder der diese Theorie schlüssig findet, das war alles sozusagen völlig übertrieben, das war Stimmungsmache. Also das hatten wir bei der Schweinegrippe, da war es tatsächlich so. Da war es völlig übertrieben. Die Schweinegrippe hat sich als harmlos herausgestellt und die Staaten haben völlig sinnlos sehr viel Geld verpulvert, um damals Impfstoffe und Medikamente zu kaufen. Das ist meines Erachtens nicht übertragbar auf die Corona-Pandemie, weil es einfach so viele Tote weltweit gibt. Und wir haben in Deutschland wirklich Glück gehabt. Also es ist ja erstaunlich, wie wenig wir hier an Problemen hatten im Vergleich zu anderen Ländern. Und wenn man jetzt sich Länder anguckt, die gar keine Maßnahmen ergriffen haben, wie Schweden, muss man natürlich sagen, das ist um den Preis von sehr viel mehr Toten erkauft worden.
Und insoweit würde ich sagen, das ist für mich kein Weg, den ich für sinnvoll halte. Auch wenn ich sehe, dass die Regierung in vielen Fragen auch mit zweierlei Maß misst. Also wenn man jetzt zum Beispiel wirklich ernsthaft sagt, Menschenleben sind uns wichtiger als Profite, müsste man unser gesamtes Gesundheitswesen anders aufstellen. Also weil die Kommerzialisierung der der Krankenhäuser kostet täglich Menschenleben, einfach weil Hygienevorschriften dort auch nicht eingehalten werden. Und zwar völlig unabhängig von Corona, weil wir einfach akuten Personalmangel haben. Sie haben gerade gesagt, mit zweierlei Maß messen. Gerade nochmal vor dem Hintergrund dieser Demonstration. Wir wissen ja auch aus der Wissenschaft von der Gefahr, die von sogenannten Super-Spreader-Events ausgeht. Ein zentrales Ereignis war ja damals in der Lombardei ein Fußballspiel zwischen Atalanta Bergamo und ich glaube dem FC Valencia war es, der sowohl in Spanien als auch in Italien ja die ganze Situation katalysiert hat zu dem Zeitpunkt. Worauf ich hinaus will, ist, wenn wir uns mal anschauen, gerade die alten Menschen, die wir ja vor wenigen Wochen noch schützen wollten, wo wir gesagt haben, wie ich eben schon sagte, stay at home und flatten the curve. Die Menschen, die jetzt auf die Straße gehen und für Antirassismus werben und da demonstrieren, wissen ja von der Gefährlichkeit solcher Versammlungen. Nehmen wir jetzt eigentlich, also worauf ich hinaus will, geht es am Ende vielleicht gar nicht um die Alten und Kranken, geht es vielleicht auch gar nicht um die Schwarzen, um Mitmenschen, sondern geht es vielleicht am Ende auch ein Stück weit einfach um mich als Person, also wie tugendhaft ich erscheine, was für ein anständiger Mensch ich bin. Also je nachdem, welches Thema gerade mehr trendet, hefte ich mir das eine Thema auf die Brust oder auf das andere. Weil wenn ich die Bedrohung ernst nehme, also wenn ich an Corona, ich will nicht das Wort Glauben in den Mund nehmen, aber wenn ich Corona als Bedrohung ernst nehme, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich bleibe zu Hause und spare mir das Demonstrieren auf, bis es vorbei ist, bis ich wieder raus kann, oder ich demonstriere vielleicht digital. Oder ich sage, Corona war übertrieben, dann müsste ich mich aber eigentlich auch auf die Seite der sogenannten Covidioten schlagen und sagen, okay, ich trete dann aber auch dafür ein, dass die Maßnahmen runtergefahren werden. Oder vielleicht dritte Möglichkeit, weder das eine noch das andere, sondern wie ich gerade schon sagte, ich schaue einfach, wie ich in der Situation dastehe. Also ist das Ganze nicht vielleicht auch ein Stück weit ja, selbstgefällig und ich will sagen, vielleicht gar tugendheuchlerisch das Verhalten mancher Menschen in dieser Situation? Also das würde ich jetzt auf keinen Fall allen unterstellen, die da demonstriert haben. Viele haben sicher ein ganz ehrliches Anliegen dabei gehabt. Ich würde auch nicht sagen, dass es generell gefährlich ist zu demonstrieren. Also das ist ja also im Freien. Und wenn man gewisse Abstände hält, ist nach allem, was ich gelernt habe, ich bin ja da auch nur Laie, die Gefahr nicht allzu groß. Wenn man dann vielleicht noch einen Mundschutz trägt und wenn man entsprechende Sicherheitsabstände wirklich beachtet, kann man auch demonstrieren, ohne sich und andere in Gefahr zu bringen. Also deswegen würde ich auch nicht sagen generell, dass es jetzt keine Demonstration geben darf. Ich finde, das geht und wir brauchen die auch. Also Menschen müssen ja auch in der Lage sein, wieder ihre Anliegen auf die Straße zu tragen. Man muss halt nur bestimmte Dinge dabei beachten. Im Stadion ist ja eine andere Situation. Also da sind die Leute dicht bei dicht. Und dann ist ja offensichtlich auch, das haben wir ja ein paar Mal jetzt erlebt, also wenn Menschen laut rufen oder singen oder schreien, ist das Übertragungsrisiko besonders groß. Und natürlich im Fußballstadion sitzt man ja nicht einfach nur still und ist ruhig. Wenn man bei Demonstrationen muss man das zum Beispiel auch beachten. Also das ja, ist schon also passiert das denn bei den Demonstrationen? Also wir müssen ja uns nicht nur in Deutschland die Situation angucken, wir können uns die ja weltweit anschauen. Also ich sage mal so, die Bilder, die uns aus den USA erreicht haben, die sehen alles andere aus als nach Schweigemarsch. Naja, ich glaube, in den USA ist einfach die Situation noch eine andere. Also erstmal ist das nicht der erste rassistisch motivierte Mord in den USA, sondern das ist dort immer wieder. Und das, was sich auf den Demonstrationen dort Bahn gebrochen hat, das ist natürlich auch die schiere Verzweiflung von Menschen, die sozial nicht mehr weiter wissen. Also da geht es ja gar nicht so sehr, das ist ja auch eine teilweise andere soziale Schicht, die da auf der Straße ist. Also das ist nicht so sehr sozusagen der großstädtische, doch auch selber einigermaßen abgesicherte Mittelschichtangehörige, sondern da sind die Armen, weil in den USA sind ja die Schwarzen überwiegend arm, also der größte Teil. Und teilweise haben die gar nichts mehr zu verlieren, die haben nichts zu essen, weil die USA hat ja so eine tolle Regelung, dass die Sozialhilfe im Leben 5 Jahre gezahlt wird. Danach kriegt man nichts mehr, höchstens noch eine Lebensmittelmarke.
Und jetzt in dieser Krise haben so viele Leute ihren Job verloren und die kriegen dann möglicherweise gar nichts. Das heißt, sie sind einfach völlig verzweifelt und dass man in einer solchen Situation nicht mehr auf Abstandsgebote setzt, sondern wirklich einfach sagt, ich muss jetzt hier irgendwie klar machen, dass es so nicht weitergeht. So sind ja auch deswegen die Plünderungen entstanden. Das war ja wirklich teilweise schiere Verzweiflung einer Bevölkerung, der es richtig schlecht geht in einer ganz schlimmen Krise. Da war ja sozusagen der Mord war ja der Auslöser, aber das waren ja doch auch noch andere Demonstrationen, was jetzt die Themenpalette angeht. Also deswegen muss man sagen, also da jetzt zu kommen und zu sagen, jetzt ihr mögt ja Hunger haben, aber haltet den Abstand ein, das ist aber mit den deutschen Demonstrationen nicht vergleichbar, auch nicht vom Publikum, was hingegangen ist. Die Zeit, die titelt aktuell mit oder fragt, ob eine Kulturrevolution jetzt vielleicht bevorsteht. Was glauben Sie denn? Sie haben gesagt, das ist nicht der erste rassistische Mord. Ich erinnere mich zum Beispiel an Ferguson 2014, das war ein ähnliches Szenario. Haben diese Proteste das Zeug, etwas zu verändern, oder ist das jetzt auch wieder nur ein weiterer Erregungszyklus, der medial befeuert eine Halbwertszeit von ein paar Wochen hat? Das wird man sehen. Also das kann man jetzt noch nicht endgültig entscheiden. Das Problem ist, wenn man es wirklich ändern will, muss man sozial was ändern. Also sag mal, der Rassismus in der Polizei ist ein Problem. Aber die extreme soziale Ungleichheit, die überproportional die farbige Bevölkerung in den USA trifft, aber ja nicht nur, also es sind ja auch zunehmend Weiße, die absteigen, das ist das eigentlich sozusagen dahinterstehende Problem. Und da ist eben tatsächlich die große Fehlstelle im politischen System, dass keine der beiden Parteien, also weder Trump noch Joe Biden für die Republikaner, für die Demokraten daran irgendetwas ändern will. Und das ist ja das Schlimme. Also, sag mal, die Demokraten haben ja bisher auch nur die Reden für Diversity und machen also irgendwie so ein großes Theater, wie bunt und wie vielfältig alles wird. Aber die reale ökonomische Diskriminierung von Menschen, die eben nicht mit einem dicken Kapitalpolster am Rücken geboren wurden, das ist ja die Hauptdiskriminierung, die es in dieser heutigen Gesellschaft gibt. Daran wollen sie überhaupt nichts ändern. Und das hat eben nicht zur Folge, dass die Gesellschaft irgendwie zusammenfindet, sondern sie wird dadurch immer tiefer gespalten. Und es ist letztlich auch ein heuchlerischer Antirassismus, weil es eben wirklich nur so ein liberales Gleichheitsverständnis ist. Also wir schaffen gleiches Recht für alle. Gleiches Recht für alle heißt aber eben, ja, alle haben das Recht, unter der Brücke zu schlafen. Und die einen müssen es und die anderen werden nie in die Verlegenheit kommen. Also das ist die Fehlstelle. Und ein bisschen ist es auch in Deutschland so. Also wir diskutieren jetzt darüber, ob wir jetzt den Begriff Rasse aus dem Grundgesetz streichen. Richtig. Ja. Kann man meinetwegen machen. Mir ist das relativ, ich bin da wirklich leidenschaftslos. Aber zu glauben, dass man damit irgendwie reale Diskriminierung, ökonomische Ungleichheit, auch in Deutschland ist natürlich so, gerade Kinder von Migranten, Zuwandererfamilien sind überproportional im Niedriglohnsektor, sind dort in Konkurrenz, auch jetzige Zuwanderer, zu Menschen, die hier für niedrige Löhne arbeiten. An diesen Verhältnissen ändern wir nichts und natürlich auch nicht an teilweise rassistischen Ressentiments, die aus diesen Verhältnissen heraus entstehen. Und das ist einfach ja, traurig, dass diese Dimension so ausgeblendet wird. Ja, gebe ich Ihnen recht. Lassen Sie uns noch einmal einen kurzen Schritt zurückgehen. Kommen wir noch mal nach Europa, kommen wir noch mal nach Deutschland, gehen wir noch einmal aufs Thema Corona zurück. Ich habe gestern noch mal mir das Papier angeguckt, was am 3. Juni erschienen ist zum Konjunkturpaket. Und da gab es hinten auf der letzten Seite unter Punkt 53, da ist ein Satz zu finden, der heißt, die Corona-Pandemie endet, wenn ein Impfstoff für die Bevölkerung zur Verfügung steht. Da sind mir zwei Fragen gekommen. Wer definiert, wann eine Pandemie vorbei ist? Ist das unsere Bundesregierung? Und zweitens, wenn man das konsequent zu Ende denkt, müsste das ja eigentlich bedeuten, dass egal wie viele Fälle wir haben, selbst wenn wir gar keinen Fall mehr haben, der nachweislich ist, keinen Menschen mehr haben, der mit Corona nachweislich infiziert ist, dass wir dann die Pandemie trotzdem oder die Epidemie in Deutschland trotzdem noch nicht für beendet erklären würden, sondern erst in dem Moment, wenn der Impfstoff tatsächlich zur Verfügung steht. Sehe ich das falsch? Also ich halte den Satz schlicht für Quatsch.
Also weil Mhm. auch wenn wir zum Beispiel ein gutes Medikament hätten, das verhindert, dass man daran stirbt, wäre das ja eine ganz andere Situation. Richtig. Und ob es überhaupt jemals einen Impfstoff geben wird, weiß keiner. Es kann ja auch sein, dass der Virus einfach mutiert und harmlos wird oder verschwindet. Also wir wissen ja noch viel zu wenig über diesen Virus, um irgendwie zu wissen, wie sich das weiterentwickelt. Also es gab ja andere gefährliche Viren damals, also die Vogelgrippe zum Beispiel war ja auch ein SARS-Virus, die ist dann irgendwie verschwunden. Also man weiß noch nicht, ob sie wiederkommt, aber sie war dann erstmal nicht mehr da. Mhm. Und jetzt bei dem jetzigen Virus weiß man ja auch nicht, kommt der im Herbst nochmal wieder, wie die Grippe im Herbst nochmal immer wieder kommt der mutiert wieder, dann wäre ja eine Impfung auch immer, müsste man es immer neu machen. Also das sind alles offene Fragen und deswegen, also so eine Formulierung halte ich so nicht für tragfähig. Mhm. Die aktuellste Methode, um dem Virus auf die Schliche zu kommen, ist ja die Corona-App, die jetzt vor einigen Tagen eingeführt wurde. Da haben Sie auch schon vor einem knappen Monat auf Ihrem Kanal Bessere Zeiten, Wagenknechts Wochenschau auch schon mal Stellung zu bezogen. Da gucken wir mal kurz rein. Aber ich wundere mich schon über die Debatte über diese App in dem Sinne, dass sie mir sehr einseitig scheint. Weil wer ernsthaft behauptet, die Corona-App, das sei der Einstieg in die Totalüberwachung unseres Lebens, der hat nicht verstanden, in welcher Welt wir leben. Wir haben doch längst die Totalüberwachung unseres Lebens. Ja, Frau Wagenknecht, Sie sagen, wir werden sowieso schon überwacht. Haben Sie sich die App runtergeladen? Nein, ich habe die nicht runtergeladen, mehr, weil ich auch gelesen habe, dass dadurch Hacker sich leichter ins Telefon einhacken können. Aha. Okay. Also das ist jetzt, dass man dadurch stärker ausspioniert wird. Google, Apple, die haben sowieso unsere Daten und das ist eigentlich die Hauptspionage. Also die Bundesregierung bekommt, glaube ich, über diese App tatsächlich keine zusätzliche Information, soweit ich das einschätzen kann. Aber jeder muss das selber entscheiden, ob er das nutzt oder nicht nutzt. Also ich finde, wenn wir über Überwachung und Digitalisierung reden, dürfen wir eben wirklich nicht nur über diese App reden, sondern wir müssen eigentlich darüber reden, wieso wir einen Überwachungskapitalismus akzeptieren, der immer stärker wird, immer mehr in unser Leben eindringt und wo auch inzwischen die Leute verpflichtet werden, zum Beispiel smarte Stromzähler einzubauen. Das sind alles Daten, die gespeichert werden. Und da sind die Kernprobleme, weil es bei wenigen Unternehmen letztlich ankommt, wenige Unternehmen diese Daten also den Zugriff auf all diese Daten haben, die sie auswerten und wo Algorithmen uns dann ein bestimmtes Profil zuschreiben und mit diesem Profil kann der schlimmste Schindluder getrieben werden. Mhm. Ja, Sie sprechen da gerade den Überwachungskapitalismus an, also Unternehmen wie Google, wie Amazon und so weiter, die ihre Datenkraken ausfahren und die die Daten ihrer Kunden zum Geschäftsmodell haben, deren Rohstoff die Daten sind. Ich glaube, warum viele Leute jetzt bei der Corona-App so sensitiv reagieren, ist möglicherweise, das Unternehmen das tun, ist ein offenes Geheimnis, aber dass nun der Staat dieses Terrain zum ersten Mal betritt, lässt, glaube ich, manche sensibel reagieren. Was glauben Sie, ist Corona der Einstieg in den Sicherheitsstaat? Also zumindest gibt es Bestrebungen jetzt, das ist ja immer so, wenn eine Krise da ist und eine ungewöhnliche Situation, gibt es immer Ideen und Bestrebungen, das auszunutzen. Und das ist jetzt auch so. Also zum Beispiel hat man ja zunächst mal tatsächlich vorgehabt, dass die Daten von dieser App nicht dezentral auf dem Handy gespeichert werden, Richtig. sondern an einer zentralen Stelle. Das wäre der Einstieg gewesen. Davon hat man dann Abstand genommen, aber es war zunächst mal geplant. Aber man hat es versucht. Man hat es versucht, klar. Und deswegen muss man immer aufpassen, weil solche Situationen immer ein solcher Versuch sind. Oder ich weiß auch in den USA, da gab es vor kurzem einen sehr guten Artikel von Naomi Klein, dass jetzt nochmal diese quasi Silicon Valley-Konzerne gemeinsam mit New York, mit anderen Städten, also quasi ihr Konzept der Smart City durchsetzen und auch mit sehr viel öffentlichem Geld unterstützt werden. Und Smart City klingt so toll, heißt aber einfach, dass das normale Leben in der Stadt, auch das, was auf den Straßen passiert, das im Grunde noch mehr aufgezeichnet und überwacht wird als jetzt schon. Also solche Bestrebungen gibt es und da muss man sehr, sehr vorsichtig sein und auch wirklich genau hingucken, wenn es neue Vorschläge gibt. Mhm.
Wir sind ja jetzt noch mitten im Prozess und der wird mit Sicherheit auch noch einige Zeit dauern. Was glauben Sie denn persönlich? Welches Szenario halten Sie für am realistischen? Also welches Ende wird die Corona-Pandemie, die Geschichte der Corona-Pandemie Ihrer Meinung am Ende des Tages haben? Oder Na, es wird auf jeden Fall einen schlimmen wirtschaftlichen Einbruch geben, dessen Wurzeln allerdings tiefer liegen als in der Corona-Pandemie, muss man ganz klar sagen. Die deutsche Industrie hatte vorher schon Probleme, aber das ist alles jetzt verstärkt worden. Wir haben eine noch stärkere Spaltung der Gesellschaft und in Deutschland und anderen Ländern ist vor allem die Mittelschicht die Hauptleidtragende dieser Krise. Und deswegen habe ich große Sorge, dass sich hier die Gesellschaft noch mehr spaltet, wenn wir nicht endlich eine andere Politik bekommen. Politisch kann man dem entgegenhalten, kann man entgegensteuern. Aber die jetzige Politik lässt das laufen. Sie rettet die Großen vor allem und nicht die Kleinen. Und damit ist eben programmiert, dass unsere Gesellschaften weiter auseinanderdriften. Wir sind am Ende. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön und Ihnen auch und danke für das Gespräch. Danke.